Ausgeraubt auf der Autobahn in Spanien. Kein schönes Thema und trotzdem möchte ich darüber berichten. Herzlich willkommen zu diesem Video. Worum geht es, was ist passiert? Wir sind hier in Spanien und ich bin mehrfach angesprochen worden von anderen Campern, denen das passiert ist, die auf der Autobahn zum Anhalten aufgefordert worden sind durch einen anderen PKW und dann danach ausgeraubt worden sind. Das ist nicht neu, das passiert schon seit 20 Jahren, aber hat sich in den letzten Monaten wieder gehäuft. Es passiert auch nicht nur in Spanien, sondern passiert auch schon mal in Frankreich. Dazu gibt es auch viel Informationen im Internet. Wer da mal im Internet schaut, der wird darüber auch was finden. So, und jetzt haben mich diese Betroffenen haben mich angesprochen und haben gesagt, kannst du darüber nicht mal berichten? Dann werden andere davor gewarnt. Ich habe dazu auch einige E-Mails bekommen. Die Betroffenen haben mich angeschrieben, auch die haben mich darum gebeten, darüber zu berichten. Und das möchte ich jetzt hier tun. Es geht mir nicht darum, hier irgendwelche Ängste zu schüren oder irgendwas in die Welt zu setzen, sondern es geht mir einzig und allein darum, andere davor zu bewahren, dass denen auch dieses passiert. Und dazu gehört eben auch diese Berichterstattung. Jetzt ist es nicht immer ganz einfach, jemanden zu finden, der vor die Kamera geht oder bei mir vor die Kamera kommt und darüber berichtet. Ich möchte es nämlich nicht nur so theoretisch hier vom Tisch aus machen, sondern ich möchte jemanden berichten lassen, der es wirklich miterlebt hat. Und da habe ich jetzt jemanden gefunden, das ist eine Frau mit ihrer Mutter, die das erste Mal hier nach Spanien reist und der das passiert ist. Und die wird gleich berichten. Worum ich auch bitten möchte, in den Kommentaren. Ich freue mich über Kommentare dazu, ganz klar, aber bitte mit ein bisschen Rücksicht auf die Personen, die betroffen sind. Es wäre nicht schön, wenn man die dann auch noch irgendwie runtermacht oder irgendwelche schlauen Sprüche dann klopft. Das gehört einfach nicht hin, aus Respekt vor diesen Personen, finde ich jedenfalls. Auch politische Äußerungen zu bringen uns nicht weiter. Wichtig ist die Sachlichkeit, die sollte da sein, dann hilft es allen. So, und jetzt gehen wir mal rüber zu der Frau, die jetzt berichten möchte. Ja, ich stehe hier auf einem Stellplatz in Südspanien, und zwar ist das der Stellplatz Villabrisa. Und hier habe ich jemanden kennengelernt, dem ist was passiert, und darüber möchten wir heute mal berichten, um andere davor zu schützen bzw. dazu warnen. Und jetzt stellt sich die junge Frau hier mal vor. Ja, hallo, ich bin die Marina, wir sind von Österreich, von der Steiermark, und wir fahren jetzt gerade nach Hause. Und jetzt erzähle ich das mal, wie das passiert ist, der Überfall bei Barcelona. Also wir naiven Österreicherinnen sind halt die Autobahn gefahren. Plötzlich kommt ein kleines weißes Auto von hinten bei mir auf der Seite und fängt so an zum Deuten und zum Hupen, ganz schlimm zum Hupen, und hat so gedeutet. So, wir natürlich also gecheckt, der Reifen wackelt. So, wir sind dann, er ist vor uns gefahren, er hat uns runtergebremst. Wir mussten dann mit ihm auf den Pannenstreifen fahren, der war sehr schmal. Und natürlich habe ich geglaubt, er sagt die Wahrheit, bin dann zu ihm ausgestiegen und wir sind gleich hinterher zum Reifen gegangen. Und also sie waren zu zweit und einer hat die Mama dann auch noch raus, also damit sie das anschaut. Ihr wart zu zweit, deine Mutter war dabei? Ja, meine Mama war auch dabei. Ja. Und wir mussten dann aussteigen. So, und einer ist mitgegangen, hat uns das Reifenproblem gezeigt, und einer ist hinten geblieben und hat inzwischen bei der Fahrerkabine alles ausgeräumt. Also wir hatten keine Brieftaschen mehr, meine Mutter hatte kein Handy mehr, meine Mutter hatte eine große Tasche mit Medikamente, die sie regelmäßig nehmen muss, die waren auch weg, alles war weg. Und dann haben sie so getan, also wir haben das ja nicht bemerkt, sie kommen wieder und holen Hilfe, damit das Rad zum Anschrauben wäre. Ne? Ja, dann haben wir mal gewartet, so nach ungefähr einer fürchterlichen Stunde, weil der Pannenstreifen war so knapp und die LKW sind da mit 100 vorbeigeschossen, also wenn sich da einer 5 Zentimeter weiter rüber begeben hätte, hätte uns der wohl eben mitgenommen. Und ja, dann haben wir, irgendwie ist es dann blöd uns vorgekommen, und dann haben wir mal angerufen, internationale Notruf. Zuerst haben wir unseren Automobilclub in Österreich angerufen, der hat gesagt, internationaler Notruf. Und die haben gesagt, ja, sie schicken die Polizei. Polizei ist keine gekommen, doch auf einmal ist der Pannendienst gekommen. Gott sei Dank. Und da haben wir ihm das Problem erklärt und er hat das nachgeprüft.
und hat gesagt, da ist nichts. Da ist nichts. Aber Sie begleiten uns jetzt zur nächsten Raststelle und da überprüfen Sie es noch einmal. Gut, Gott sei Dank hat uns der aus der beim Bannenstreifen wieder rausgeholt. Das ist ja auch nicht so einfach, weil die kommen so schnell herbei. Und dann hat er uns begleitet. Und da hat er dann gesagt, also wir finden da gar nichts. Dann wollte ich ihm ein Trinkgeld geben und dann sind wir erst draufgekommen, dass wir eigentlich ausgeraubt worden sind. Also bitte aufpassen. Wo war das? War es auf der Autobahn? Ja, es war auf der Autobahn, kurz nach Barcelona Richtung Villabrisa. Ach so, ja, also hier jetzt in diese Richtung Ja, Süden ist ja. es auf der Autobahn Ja. gewesen, ja. Okay, und wie ist es jetzt für euch weitergegangen? Jetzt wart ihr mittellos, jetzt hattet ihr kein Geld mehr und keine Kreditkarte, Ja. alles war weg. Ja, Kreditkarte war Gott sei Dank nicht weg, weil die hatte ich bei mir, weil wir pausenlos Maut zahlen mussten oder so. Ja. Die hatte ich nicht dabei. Aber wir haben sofort die Bank angerufen, EC-Karte sperren lassen. Ja. Dann mussten wir zur Polizei, weil mein Führerschein war auch weg. Ja. Die haben mir an Schreiben geschrieben, damit ich Möglichkeit aufweisen habe, damit kannst, ich nach Haus fahren kann wieder. Ja. Das Geld ist natürlich weg. Dann haben wir noch eine Sozialversicherungskarte, die ist zu machen. Mein Führerschein ist neu zu machen. Bankomatkarte ist neu zu machen. Ja, das ganze Geld war weg. Ja, ja. Gott sei Dank. Bitte tut's was in eine Reservegeldtasche und tut's das ganz gut verstecken, ganz weit Ja. weg von Ja. der Fahrerkabine. Ja. Ja. Das habe ich Gott sei Dank gemacht. Aber die Rennereien fangen jetzt wieder an zu Hause. Ja. Ja. Das ist ganz schlimm. Ja, das ist eine schlimme Sache. Ich sag mal so, man sollte die Tür immer verschließen, wenn man das Fahrzeug verlässt, Ja, auch das- beim Tanken. Ne? Hinterher ist man immer schlauer. weiß ich's, das Jetzt ja. weißt du es Ja. auch. Ne? Und man sollte bei solchen Sachen immer vorsichtig sein, nicht anhalten und besser Ja. weiterfahren Ja. und zur nächsten Raststätte fahren und Ja. und. Ne? Gut, dann danke ich dir hier für deine Ja. Ausführungen. Vielleicht können wir ja dem einen oder Ja. anderen damit helfen und davor warnen, dass sowas Danke. nicht so viel Ja. passiert. Ja. Wir wünschen euch weiterhin eine gute, sichere Danke, Reise danke. und vielleicht sehen wir uns irgendwann Ja, mal wieder. vielen Dank. Danke. Aufpassen in Ja. Spanien. Und ich sage wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.